So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wer aufmerksam gewesen ist, hat vor kurzem vermutlich meinen kleinen Poll gesehen, wo ich mal eine Umfrage gemacht habe, was ihr gerne als nächstes Let's Play-Projekt haben möchtet. Und dabei kam heraus The Stanley Parable. Ich bin ja jetzt mal gespannt, denn ich muss zugeben, ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt. Ich habe viel davon gehört und habe so ein bisschen eine Vorstellung davon, was das Konzept von dem Spiel ist, zumindest oberflächlich. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich viel mehr. Ich habe jetzt auch erst einfach mal nur die Grafik so ein bisschen angepasst, dass ich aufnehmen konnte, aber mehr auch jetzt noch nicht gemacht. Legen wir doch direkt mal los. Ich bin echt gespannt. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. Jetzt kann ich Steuerung übernehmen. Kann mich umschauen und mit WASD wahrscheinlich bewegen, oder? Kann ich auch springen oder sonst irgendwas machen? Na gut, gehen wir einfach mal raus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Sprichst du jetzt über alles, was ich hier mache? Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Moment mal, was? Ich habe nur mal gedrückt, was die einzelnen Knöpfe machen. Okay. Schauen wir mal, ob ich tatsächlich jetzt nach 20 irgendwas passiert. Oder auch, vielleicht muss ich bei der Tür hier bleiben. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Du willst mich doch verarschen, oder? Okay. Meine Güte, das ist ein seltsamer Start zu einem Let's Play. Geh aus dem Büro und klicke 50 Mal auf eine Tür. I'm still not feeling it.
I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. 417. Wo haben wir die denn? Da. 1. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Ernsthaft? Willst du mich jetzt hier zum Affen machen? 437. 6. 437. Hier 3,7. Also da hinten hatte ich vorhin hier. Steht hier irgendwas? Kann man da durch? Nein, da kann man nicht durch. Da ist sie versteckt. Okay. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Du willst mich doch jetzt hier gerade zum Affen machen, oder? 415. Da. Now, back to door number 437. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Ist okay. Oh mein Gott. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. We've almost got it! Now the copy machine... Natürlich doch! Again. Sofort! Die Kopiermaschine! Zurück zur Kopiermaschine! Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 43... Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Ja, kriege ich jetzt auch ein Achievement? Oh, wahrscheinlich habe ich das Steam Overlay nicht angelassen und deshalb nicht mitgekriegt, ob ich ein Achievement bekommen habe. Na gut, na gut. Aber allein die Art und Weise, wie er mit mir spricht, ist schon mal enorm sympathisch. Du machst mich zwar total zum Affen, aber du bringst mich auch zum Lachen. Came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Okay. Oh, gruselig. Hinter mir ist zugegangen. Aber nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand verfolgt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. How to solve a dispute with a coworker. Let it ball up inside you, take out passive-aggressively on other coworkers, resent coworkers for not supporting you. Using slides to assure employees that everything is okay. Make sure you can slide as...
And throw some devil on the text. Everyone is a geek. You most of all. Immer so Slides on the slide. Slides, Charts, Charts and Slides. Oh mein Gott. Same information. My God. My God. Rate of increase in grasp per slide. Please no more charts, please. I'm begging. Stop the boss appreciation mint. Man in worksheet, second top 20. No. Oh mein Gott. Also, wer Englisch kann, ich lasse hier jetzt tatsächlich einfach mal diese ganzen Dinger durchlaufen. Ich kann das so schnell nicht übersetzen. Aber, mein Gott. Ich glaube, so gut habe ich schon lange nicht mehr in dem Spiel. Weniger reden. Mach einen guten Job die ganze Zeit, ohne Ausnahme. Und lass dich nicht feuern. Oh mein Gott. Tolle Tipps. Ey, genau solche Präsentationen hätte ich auch gern bei mir auf der Arbeit. Das wäre enorm unterhaltsam. Warum ist das hier da? Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Broom Closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Na gut. Wenn du meinst. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Also gut. Executive Bathroom. Oh, ich muss aber ganz im Ernst sagen, hier sieht das Ganze deutlich netter eingerichtet aus. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Okay. Versuchen wir es doch mal. Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Reiner Zufall. Natürlich, ist ja nicht so, als hättest du mir gesagt, welchen Code ich eingeben soll. Okay. Es ist dunkel. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Mind Control Facility. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape?
Wir machen jetzt fürs erste Mal einfach alles, was du mir sagst, okay? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Bin gerade sehr stürzt. Ich fühle mich ein bisschen mulmig. Ich weiß ja nicht, was hier noch passieren könnte. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ach du meine Scheiße. Fired. Employee fired. Okay. Scheiße. Na gut, gehen wir mal weiter. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ich meine, ja, wir haben die meiste Zeit damit verbracht, einfach nur das zu tun, was man uns sagt. Von daher würde es mich jetzt nicht so sehr verwundern, wenn man mir sagt, dass Stanley die ganze Zeit... But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Wie? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken, oder? Okay, da war die 5, da ist die 3. Also gut. 1. 2. 3. 5. 4 brauche ich noch. Wo ist die 4? Wo ist die 4? 4? Da oben. Du hast ein bisschen quietschige Schuhe, Stanley, ganz im Ernst. Also ich weiß nicht genau, was deine Schuhe sind, aber das hört sich nach Gummilatschen an. Hier. Kann ich auch sprinten oder ein bisschen schneller laufen? Kann mich ducken, okay. Komm schon, komm schon. Wisst ihr jetzt nicht, warum ich mich ducken wollen würde? Hätte jetzt nicht irgendwas passieren sollen? Ich weiß ja nicht, ob da was passieren soll. Oder was passiert, wenn man da runterläuft? Konsole nicht aktiv.
Na gut, scheinbar kann ich hier jetzt doch nichts machen mit diesen nummerierten Knöpfen. Gehen wir einfach mal weiter. Mind Control Idle. Awaiting Input. Also gut. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Okay. Oh, und jetzt? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Was, wirklich? Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Wenn ich mich jetzt weigere, das zu machen? Ich meine, du sagst mir, ich soll nie wieder das machen, was mir einfach irgendjemand sagt. Aber du sagst mir jetzt, ich soll das machen. Also sollte ich das ja eigentlich nicht machen. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh. Das ist schön. Freut mich, dass du glücklich bist, Stanley. Ah, und jetzt fangen wir direkt wieder am Anfang an. Okay, ich weiß über das Spiel Folgendes. Anscheinend ist es so eine Art, Schau, was du machen kannst Spiel, wo je nachdem, was du machst, was anderes passieren könnte. Wir hatten jetzt einen Durchgang, wo ich wirklich alles gemacht habe, was mir der Erzähler gesagt habe. Und jetzt habe ich allerdings jede Menge Möglichkeiten, auch andere Sachen zu machen. Genau, also so viel weiß ich über das Spiel. Nur nicht, was auf den einzelnen Pfaden alles passieren kann oder wie genau alles strukturiert ist. Ich würde allerdings sagen, das war jetzt ein kompletter Durchgang, auch wenn der jetzt nicht so lang gedauert hat. Und dann, ja, mache ich für heute doch mal einen Cut und werde dann beim nächsten Mal einen komplett anderen Pfad versuchen oder irgendetwas komplett anders machen, um zu versuchen, ein anderes Ende zu bekommen. Ihr dürft gerne in den Kommentaren Hinweise darauf lassen, was man für verschiedene Endings machen sollte. Ich bin echt sehr gespannt, was es in diesem Spiel alles zu entdecken gibt. Und freue mich darauf, wenn ihr die Episode genauso lustig fandet wie ich. Also nochmal, dieses Tür-Achievement da am Anfang, das hat mich echt... Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent, and if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Oh, du bist gemein. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann tatsächlich für heute einen Cut. Das war's für heute mit The Stanley Parable. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.